Ein Brot, das saftig ist, eine tolle Kruste hat und auch noch einfach zu machen ist? Genau das zeige ich euch in diesem Video. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute backen wir ein richtig saftiges Kartoffelbrot. Das ist nicht nur super lecker, sondern auch echt nährstoffreich. Und ohne lang drum herum zu reden, sollten wir gleich mal anfangen. Das Rezept findet ihr übrigens wie immer unten in der Videobeschreibung. Starten wir erstmal mit den Zutaten. Grundlage des Kartoffelbrots sind mehlig kochende Kartoffeln. Dazu kommt Dinkelmehl vom Typ 630 und dazu passend Dinkel-Vollkornmehl, lauwarmes Wasser, Hefe, Salz, Ahornsirup, Olivenöl und Kümmel. Backen werden wir heute im Gusseisentopf. Das ist die einfachste Variante, um wiederholsicher gute Qualität zu bekommen. Die Pellkartoffeln könnt ihr entweder frisch machen oder ihr nehmt sie vom Vortag. Wenn ihr sie vom Vortag nehmt, hat es den Vorteil, dass die Stärke sich noch ein bisschen besser ausgebildet hat und das Ganze weniger zerbröselt. Aber frisch tut es auch. Die Kartoffeln stampfen wir jetzt, dass ihr eine schöne Textur bekommt. Für den Teig benötigen wir Hefewasser. Dazu bröseln wir unsere Hefe in lauwarmes Wasser. Dazu mischen wir direkt den Ahornsirup und das Olivenöl. Das stellen wir jetzt 10 Minuten zur Seite. In einer weiteren Schüssel vermischen wir die trockenen Zutaten. Dann geben wir alles zusammen und kneten es durch. Der Teig ist jetzt noch relativ klebrig und das ist auch okay so. So gebe ich ihn zur ersten Gare von ca. 30 Minuten. Jetzt ein kurzes Dehnen und Falten, um die innere Struktur des Brotes aufzubessern. Dann zurück in die Schüssel für weitere 30 Minuten. Gegen Ende der zweiten 30 Minuten heize ich den Ofen auf Ober-Unterhitze bei 230 Grad vor. Während der Ofen noch vorheizt, dehnen und falten wir den Teig noch einmal. Nehmt genug Mehl dazu, damit er nicht so pappt. Und das Einschneiden nicht vergessen, damit das Brot beim Backen nicht irgendwie aufreißt, sondern primär von den von uns vorgegebenen Stellen. Dann nochmal Mehl drüber für den rustikalen Look. Den Topf haben wir beim Vorheizen nicht mit drin. Ich wurde in meinem Video zu meinem Übernachtbrot öfters gefragt, ob das wirklich so sein muss, dass der Topf kalt ist. Und ja, das kann man tatsächlich so machen. Ich habe das oft probiert, mal mit Vorheizen, mal ohne. Und ich finde den Unterschied wirklich nicht so groß. Klar poppt das Brot noch mal ein bisschen mehr auf, wenn man den Teig in den heißen Topf gibt. Aber so gewaltig ist der Unterschied eben nicht. Jetzt kommt der fertig vorbereitete Teig für 1 Stunde in den Ofen. Während das Brot jetzt backt, möchte ich euch noch den Verweis geben auf meine neue Internetseite, wo ihr viele Rezepte findet, die aus den Videos und auch andere. Und ich möchte euch auch verweisen auf meinen Instagram-Kanal, wo ihr immer wieder sehen könnt, was ich aktuell so mache, woran ich arbeite. Aktuell ist zum Beispiel vieles Thema Kombucha. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. 1 Stunde später nehmen wir das Brot aus dem Ofen und kippen es vorsichtig aus dem Topf heraus. Und so sieht das fertige Ergebnis aus. Das Brot lasse ich jetzt abkühlen für mindestens 2 Stunden, damit sich die Krume, also die innere Struktur, festigen kann. Ihr könnt es aber auch problemlos über Nacht auf einem Gitter liegen lassen. Genau so muss das aussehen, oder? Noch ein Tipp von meiner Seite, falls ihr das Brot mal einfrieren wollt. Ich wickel es dazu immer in ein Geschirrtuch ein, gebe das Brot mit dem Geschirrtuch dann in den Gefrierschrank. Beim Auftauen nehme ich alles einfach raus, lasse es eingewickelt und lasse es da drin auftauen. So saugt das Tuch gleich überschüssige Feuchtigkeit auf und ihr habt eigentlich immer eine gute Qualität. Jetzt schneiden wir mal an.
Was sagt ihr dazu? Hm? Sieht doch gut aus, oder? Super gut. Bin sehr zufrieden. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Schaut gerne auch eins von den anderen Videos an, die ich euch jetzt hier irgendwo präsentiere. Viel Spaß!